mich war das eine große Ehre, dich hinter mir zu haben. Forever in the history of Bayer Leverkusen. Jona, mein Bruder. Es war eine Ehre, an deiner Seite spielen zu dürfen. Because of you, a lot of things changed my life. Ich werde dich immer supporten, du bist mein großer Bruder. Bleib so wie du bist. Mein Chava. Man kann es nicht beschreiben, weil es ist mehr als ein Fußball. Jona, vor 10 Jahren hast du dir das erste Mal das Bayer 04-Trikot übergestreift und bist nicht nur Teil der Werkself damals geworden, sondern ein großer Teil der Vereinsgeschichte. Wie fühlt es sich jetzt an, nach so vielen Jahren Tschüss zu sagen? Hart Tschüss zu sagen, weil einem das natürlich nach so vielen Jahren alles so ans Herz wächst. Also der ganze Verein, alle, die drumherum sind, aber natürlich auch die Spieler, mit denen man gespielt hat, aber mit denen man jetzt gerade auch noch spielt. Da ist einfach eine riesige Connection da und deswegen ist es natürlich extrem hart, Tschüss zu sagen. Wenn ich jetzt so in 10 Jahren ein guter Freund fragen würde, Herr Jona, erzähl mal was von deiner Zeit bei Bayer 04. Was ist so das Erste, was du sagen würdest? Ich würde sagen, das Kabinenleben ist so das Besonderste, die Atmosphäre, die Positivität, Spaß haben und gleichzeitig auf dem Platz erfolgreich gemeinsam sein. Und das sind so, da gibt es so einfach viele Momente, die für immer in Erinnerung bleiben werden und das ist so das Erste, was kommt. Dieser Spaß und diese Leidenschaft. Viele Sachen hast du jetzt auch angesprochen. Ich glaube, eine Sache, mit der du immer in Verbundenheit gebracht wirst, ist deine Qualität als Führungsspieler und deine Mentalität. Was war denn so über die ganzen Jahre dein innerer Kompass, der dich Woche für Woche dazu gebracht hat, immer das Vollste zu geben? Ja, ich war schon immer so, dass ich besser werden wollte. Ich war glücklich, aber ich war nie zufrieden, sondern ich wollte immer mehr, wollte immer besser werden und das ist eine intrinsische Motivation gewesen und hier war es natürlich perfekt, um das irgendwie auch auszuleben, weil der Anspruch hier genau das Gleiche ist, nicht stehen bleiben, sondern besser werden und immer gucken, was man besser machen kann und ja, deswegen konnte ich mich so weiterentwickeln und konnte mich auch in diese Rolle als Führungsspieler natürlich reinentwickeln, weil es natürlich, als ich gekommen bin, wenn ich das Foto sehe, als ich gekommen bin, so, da war ich noch nicht in dieser Rolle, in der ich jetzt bin. Ja, irgendwo fängt ja jeder mal an und genau auf die Zeit wollen wir jetzt zurückblicken, als du als junger Spieler mit viel Potenzial und einer sehr großen Zukunft bei uns zu uns gekommen bist. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass ich jetzt hier bin und ich bin schon guter Dinge. Ja, wir freuen uns, dass du ein bisschen da bist. Freut mich auch. Genau. Ja, ich denke, für mich persönlich Wichtiger Style auf jeden Fall. Der richtige nächste Schritt und das ist ein super Verein und sie haben jetzt in der letzten Zeit gezeigt, was sie können, auch international und ich denke, dass ich hier mich gut weiterentwickeln kann. Ja, lieber Jonathan, es ist sicherlich auch kein Zufall, dass ich jetzt gerade hier stehe vor diesem wunderbaren Bild und das Bild ist jetzt knapp 10 Jahre alt. Da bist du damals, ich weiß noch, im Trainingslager in Österreich, bist du nachträglich zu uns gestoßen, haben wir dich verpflichtet und hast sofort alle begeistert im Trainingslager. Ganz junger Kerl, ganz junger Spunde, damals natürlich im HSV gehörend, aber dann über ein Jahr Ausleihe von Fortuna Düsseldorf zu uns gekommen bist und erinnere mich besonders gerne daran, weil ich mich vor allem mit Jonas Bold, dass wir beide total begeistert waren von dir, von deiner Spielweise. Du warst vor uns vor der Haustür in Düsseldorf, wir konnten dich auch oft beobachten und bin heute noch auch ein bisschen stolz darauf, dass wir dich damals verpflichtet haben, dass wir dich hierher gelockt haben. Jetzt bist du 10 Jahre, du bist der Letzte dieses Kaders, der hier noch zu sehen ist. Und was mich besonders freut in all diesen Jahren, dass du vor allen Dingen immer ein ehrlicher Kerl, ein anständiger Kerl geblieben bist und vor allen Dingen auch in den letzten Jahren nochmal absolut zu einem Weltklasse-Innenverteidiger gereift bist, der natürlich alle Möglichkeiten hat, bei allen Clubs der Welt zu spielen jetzt im Moment. Und kann dir nur sagen, bleib so wie du bist. Anständiger Kerl, warst du schon immer. Weltklasse wirst du auch die nächsten Jahre bleiben. Du wirst natürlich Bayer Leverkusen fehlen. Das ist sicher.
mit all deiner Qualität, aber ich drücke für dich die Daumen, dass du vor allen Dingen auch gesund bleibst und vor allen Dingen, da bin ich auch ein bisschen egoistisch, in den nächsten Jahren, dass wir herrlich zusammenarbeiten, zusammen mit Julian Nagelsmann, mit deinen Kollegen beim DFB, in der Nationalmannschaft, dass wir unsere hohen Ziele, die wir natürlich alle haben, bei den nächsten Turnieren noch zusammen erreichen. Alles Gute, Jonathan. Ja, schöne Worte von Rudi. Was bedeutet dir die kleine Lobeshymne, die er da ausgesprochen hat? Ja, extrem viel. Rudi hat mich hierher geholt, zusammen mit Jonas Bolt damals. Ist ein besonderer Mensch, ein besonderer Charakter und war wirklich immer sehr ehrlich zu mir. Er ist ja allgemein als sehr auch direkter Typ bekannt und das habe ich einfach immer geschätzt an ihm. Bis heute einfach diese Verbindung zu ihm da und es freut einen natürlich, von ihm solche Worte zu hören und extrem dankbar und weiß ich extrem zu schätzen, dass er mich immer unterstützt hat. Nicht nur seine Worte konnten wir gerade hören, auch du hast ein paar Worte in deinem allerersten Interview bei uns gesagt. Du hast deinen Wechsel zu Bayer 04 als den richtigen Schritt bezeichnet. Welche Aussagekraft haben diese Worte für dich heute? Ja, ich habe auf jeden Fall recht behalten. Es hat sich damals wie der richtige Schritt angefühlt und jetzt in der Nachbetrachtung ist es der richtige Schritt gewesen für mich. Du weißt natürlich nie, wie lange du dann da bleibst. Es ist jetzt eine extrem lange Zeit gewesen, das wussten wir vorher alle nicht. Es war das Richtige, zu dem Zeitpunkt nach Leverkusen zu wechseln. Und ich bin dankbar, dass ich diesen Schritt auch gewählt habe. Du hast gerade ja schon ein bisschen reagiert und gesagt, boah, krass lange her, als du die Szene nochmal geschaut hast. Wie würdest du denn sagen, hast du dich seitdem entwickelt, seit dem 19-jährigen Jona bis heute? Ja, viel passiert. Also ich bin ja wirklich mit 19 bist du noch ein Teenager, bist im Kopf anders, du spielst natürlich auch anders Fußball und ich konnte mich in allen Bereichen, ich bin als Junge gekommen und gehe als Mann, als gestandener Mann und auch als gestandener Fußballprofi und da konnte ich mich in allen Belangen so viel weiterentwickeln auf dem Platz, aber vor allen Dingen glaube ich, was ich am meisten schätze und am meisten mitnehme, ist einfach in meiner Persönlichkeit und dass ich einfach auch die Zeit bekommen habe, irgendwie zu reifen zu dem Mann, der ich heute geworden bin. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten auch da bleiben wird. Und wie hat dir der Verein, wie hat dir Bayer 04 dabei geholfen, zu dem Mann zu werden? Sie haben mir Zeit gegeben, sie hatten Geduld mit mir und was ich immer geschätzt habe und wo ich immer auch versucht habe, das Gleiche zurückzugeben, ist die offene Kommunikation, die ehrliche Kommunikation miteinander. Bayer 04 ist ein sehr familiärer Verein, wo die Wege kurz sind. Das heißt, es wurde einfach immer viel auch kommuniziert und das war wichtig und es gab auch mal schlechte Phasen und schwierige Phasen, wo man sich auch in den Haaren mal hatte, aber es war immer offen und ehrlich und es war vor allen Dingen nie, wenn mal was vorgefallen ist, war nie nachtragend. So, und deswegen werde ich, egal wo ich sein werde oder auch nach meiner Karriere, werde ich immer dieses Gefühl und diese Verbindung zu Bayer Leverkusen haben, weil ich kein bisschen Negativität dem Verein gegenüber spüre, sondern im Gegenteil, es ist nur positiv für mich. Und auch die Situationen, die schwierig waren, sind am Ende so gekommen, weil sie so kommen sollten. Nicht nur in deiner Persönlichkeit hast du dich viel entwickelt, sondern du hast dich ja auch als Spieler sehr viel entwickelt. Das fing an bei deinem ersten Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim vor heimischer Kulisse in Schwarz-Rot und da wollen wir jetzt auch mal drauf zurückschauen. Wir können voll und kurz meine Hose mitnehmen. Ist sicher lange her, dass du diese Szenen noch mal gesehen hast bzw. dir vor Augen geführt hast. Kannst du dich daran erinnern, was in diesem großen Moment durch deinen Kopf gegangen ist? Also ich war extrem nervös natürlich. Es war alles neu, es hat sich alles sehr groß angefühlt und es war ja vorher so, dass ich viel Leverkusen geguckt habe und es war
Champions League. Die sind dann, ich glaube, im Viertelfinale gegen Atletico in der Champions League rausgeflogen, aber haben überragend gespielt. Und es war alles groß. Und ich habe auch nicht erwartet, ich bin ja gekommen und ich habe sofort gespielt. So, und das habe ich auch erstmal nicht erwartet. Das heißt, war so ein bisschen auch ins kalte Wasser geworfen. Spiel mal. So, Roger Schmidt damals hat das einfach gemacht. Und ja, ich war sehr aufgeregt, aber auch voller Vorfreude. Und ich glaube, am Ende hat man das Bild oder das Video mit Hakan gesehen, nach dem Spiel, wie wir uns abgeklatscht haben. Einfach stolz gewesen, so, ja Mann, ich habe mein erstes Spiel hier gemacht. Du hast gerade schon das Stichwort Stolz angesprochen, jetzt 400 Spiele später. Wie stolz bist du hier auf Teenager Jona, auf den Weg, den du gemacht hast? Ja, extrem, extrem. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte das alles nicht planen können, so wie es gekommen ist, mit allen Höhen und Tiefen, mit der Meisterschaft, mit allem. Ich will nicht zu weit vorweggreifen, weil da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber ja, ich bin extrem stolz auf das alles, dass ich die Schritte gehen durfte und ja, mutig genug gewesen bin, auch das zu machen. Du hast dir deinen Stammplatz als Innenverteidiger sehr gut verdient, auch wenn Rudi Völler gesagt hat, dass man 1,96 nicht trainieren kann. Trotz deiner Hauptrolle in der Verteidigung hast du auch ein paar Tore für uns geschossen und da wollen wir auch ein paar nicht auslassen. Das war mein erstes. Das war mein schönstes, würde ich sagen. Das war das Wichtigste. Ein paar schöne Buden dabei, würde ich sagen. Welches ist dir denn besonders im Kopf geblieben oder allgemein? Alle besonders auf ihre eigene Art. Ich würde sagen, das gegen Stuttgart. Erstens, meine Mutter hat da Geburtstag gehabt an dem Tag und war im Stadion. Und das Spiel war natürlich, die Spiele im letzten Jahr gegen Stuttgart waren immer sehr aufgeheizt. Und ja, dann da das entscheidende Tor zu machen, um dann ins Halbfinale zu kommen, ich würde sagen, das war so das von den Emotionen her auch das Krasseste. Da hat man ja auch richtig gemerkt, wie die ganze Bayer-Arena einfach am Kochen war und einfach alles aufgeplatzt ist. Du hattest auch ein paar Momente, die nicht auf der Anzeigetafel gelandet sind, zwischen Trainingslagern und Challenges und Off-Pitch-Momenten und vielleicht auch das eine oder andere FIFA-Rating. Sind da einiges an lustigen Momenten zusammengekommen. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ich Bruderhut. Ja! Coaches. Tschüss. Geil. Was war dein peinlichster Moment bei Bayern 04? Mein Hackentrick gegen Frankfurt. Leno und Schweini. Wollt ihr mich verarschen? Wallah, ich bin schneller, wo mein Kopf. Ach du Scheiße. Jonas ist ja schneller, du bist ja schneller als ich, oder? Ey. Was? Der Laien. Oh. Haben die Gott sei Dank jetzt verstanden ein bisschen. Oh. Machen die immer so bei dir? Aber wir haben doch jedes Jahr dieses Video gemacht. Irgendwann müssen die doch verstehen, dass wir... Bin ich ein schneller Spieler? Ja. Okay, Jona. Haben gerade ein paar Bäume gepflanzt. Ja, vielen Dank, dass du da so fleißig mitgearbeitet hast. Sehr gerne. Freut mich. Die Pflicht ruft, ne? Ja, tschö. Ich muss jetzt Nur nicht immer die Kamera davor. Du machst jetzt Liegestütz erstmal. Ich muss in mein Zimmer, Jona, weil ich habe ein Telefonat. Ich muss gehen. Bruder, du machst jetzt Liegestütz. Jonathan Glauta, Soldier. Ach, Bruder, ich wünsche dir wirklich auf deinem Weg alles Gute. Ich hoffe, du bist glücklich bei deinem neuen Verein, wo auch immer du spielen wirst. Ich werde dich immer supporten. Du bist mein großer Bruder. Du wirst es immer sein. Du hast mich aufgenommen damals in Leverkusen, als ich zu den Profis gekommen bin. Hast mir wirklich viel geholfen. Ich kann mich nur bedanken dafür. Bin stolz, dass du auch für Leverkusen so lange gespielt hast, die erste Meisterschaft für Leverkusen geholt hast. Du kannst auch stolz auf dich sein, auf den Weg. Und an dieser Stelle wünsche ich dir für die Zukunft nur das Beste. C'est Dieu qui te donne.
Benny auch ein sehr treuer Wegbegleiter von dir über mehrere Jahre. Vor 8 Jahren hast du ihm die Frage nach deinem peinlichsten Moment hier mit deinem missglückten Hackentrick beantwortet. Ist jetzt schon ein bisschen her. Ist da in der Zwischenzeit was zugekommen? Boah, viele Momente, glaube ich. Das war noch peinlich. Boah, ganz viel. Auch im Training vor allen Dingen. Ja. Peinliche Momente. Fällt mir nichts ein. Vielleicht habt ihr noch was auf Lager, aber... War vielleicht auch zum größten Teil Gott sei Dank nicht die Kamera drauf, ja, wer weiß. Das ist auch ganz gut manchmal. Eine Szene wollen wir dann vielleicht aber doch noch mal aufgreifen. Möchtest du schnell noch was zu deinen EAFC-Ratings sagen, zu deiner Geschwindigkeit? Ja, ich wünsche mir, dass sie sich die Laufdaten mal angucken, die Messungen, und dann daran können die ja gucken, was man ungefähr so als Verteidiger, ich weiß, Verteidiger dürfen nicht zu schnell sein, weil sonst wird es unfair in dem Spiel, aber ein bisschen könnten sie es anpassen. 67, das geht schon ein bisschen besser. Ein paar Releases haben sie noch. Viele Szenen haben wir auch mit Nadim zusammen gesehen. Was habt ihr für eine Beziehung außerhalb und auf dem Platz zusammen geteilt? Ja, Nadim, ich weiß noch genau, als wir bei der U19 EM zusammen gewesen sind. Das war eine verrückte Zeit, weil da bin ich gerade mit meiner Frau zusammengekommen. Die EM war richtig emotional. Wir haben im Finale verloren am Ende, aber es war eine tolle Erfahrung, und gleichzeitig war es so, dass Nadim dann irgendwann zu mir kam und meinte, ey Jona, kann sein, ich komme zu euch. Und wir waren richtig hyped, weil wir uns halt schon so lange kannten irgendwie aus der Jugend. Und wir waren richtig hyped, dass das irgendwie zustande kommen könnte. Und als es dann am Ende geklappt hat, so waren wir überglücklich, weil wir uns halt auch neben dem Platz so gut verstehen. Genauso wie das mit Benny halt auch gewesen ist. Dann ist es ja umso schöner, dass wir ja nämlich jetzt auch von Nadim noch ein paar Worte zu deinem Abschied haben. Jona, mein Bruder, wo soll ich anfangen? Erstmal danke an den Fußball, dass ich so einen Freund für mein Leben kennenlernen durfte. So einen Bruder auf und neben dem Platz. Du hast meinen allergrößten Respekt zu dieser Karriere, diese Zeit bei Leverkusen, so viele Jahre, so ein wichtiger Bestandteil zu sein. Schafft nicht jeder. Wie professionell du auf und neben dem Platz bist, ist Wahnsinn. Ich danke dir, Bruder, für die lustige Zeit, was wir hatten. Die Tage, jeden Tag war eigentlich lustig, was wir gelacht haben. In schlechten Tagen warst du für mich da auf und neben dem Platz oder für alle anderen auch. Und du hast meinen allergrößten Respekt. Ich wünsche dir nur das Beste im Laufe deiner Karriere bei dem neuen Verein. Du wirst immer ein wichtiger Teil für mich sein, ein wichtiger Freund, und ich wünsche dir wirklich, Jona, von Herzen nur das Beste. Allergrößten Respekt, was du geleistet hast, Bruder, mit dem Titel jetzt noch zum Ende. Du bist einfach eine Legende von Leverkusen. Mach's gut. Ja, nicht nur Nadim, nicht nur Benny, sondern du hattest über die Jahre viele Weggefährten, hast viele Team- und Mannschaftskonstellationen mitgemacht. Was würdest du denn sagen, ist trotz der unterschiedlichen Konstellationen immer gleich geblieben, und was hat die Werkself immer ausgemacht? Ich würde sagen, die Atmosphäre in der Kabine, das, was ich gerade meinte, so, was ich am meisten mitnehmen werde. Es war immer diese positive Atmosphäre da. Es war immer wir haben uns alle miteinander verstanden, wir sind alle miteinander klargekommen, egal wer von wo kam, egal welche Sprache auch gesprochen wurde. Das war ja bei uns auch immer so ein Thema. Es konnten nicht immer alle Deutsch, vor allem nicht, als sie frisch hergekommen sind, aber wir sind alle immer miteinander klargekommen und hatten Spaß und haben das dann natürlich auch auf dem Platz umsetzen können. Und ich glaube, das ist sowas, was immer gleich geblieben ist und was, ja, weiß ich nicht, die Kaderplanung irgendwie, in der Kaderplanung hat es immer geklappt, dass solche Charaktere hierher gekommen sind, die Kabine besonders machen. Ein paar von deinen Kabinenkollegen und ehemaligen Weggefährten haben wir auch noch zusammengesammelt, weil die dir natürlich auch noch ein paar Worte richten wollten. Ja, lieber Jona, 10 Jahre Bayer Leverkusen, unglaublich. Jetzt ist es soweit, du bist Bayern 04. Leider verlassen. Sei stolz auf dich, was du für Bayern 04 Leverkusen geleistet hast. Vielen Dank, dass du warst für mich immer da und speziell für uns Latinos, ne? La verdad que conocí una gran persona con un gran corazón y siempre predispuesto para ayudar a lo demás. Así que desearte lo mejor en tu nueva etapa. Te mereces esto y mucho más. You won a very important trophy for that amazing club, and
yeah, I just want to wish you the best. Es war eine Ehre, an deiner Seite spielen zu dürfen. Es ist zwar schon länger her, dass wir uns die Kabine geteilt haben, aber ich habe jedes Jahr davon mit dir genossen. Du warst in der Kabine Teddybär, draußen der Krieger. Desde acá, desde Argentina, te mando un gran abrazo, mi amigo. Auch wir gemeinsam konnten einige Jahre auf dem Platz zusammenstehen. Für mich war es immer ein Genuss, mit dir zusammenzuarbeiten, sowohl in der Kabine, dich um mich herum zu haben, als auch auf dem Platz als Nebenmann. And yeah, I hope to see you soon, man. Take care and congratulations. Ich glaube, so große Worte kann man nicht über jeden Spieler verlieren. Was macht das mit dir, wenn du siehst, was für einen Impact du über so viele Jahre hinterlassen hast? Ja, das ist krass. Das bedeutet mir natürlich extrem viel, dass ich so gesehen werde, ne? Dass solche Worte an mich gerichtet werden, so, weil ich weiß, dass ich mich mit vielen Jungs gut verstanden habe und dass wir klargekommen sind und Spaß hatten, aber das nochmal zu hören von denen bedeutet mir extrem viel und ja, werde ich nie vergessen. Ja, und das, obwohl trotzdem so viele Jahre vergangen sind, ne, dass du trotzdem so in Erinnerung behalten wirst. Hat sich denn gerade in den letzten 2 Jahren auf dem Weg zum Double irgendwas maßgeblich verändert? Ja, ich würde sagen, wir sind noch enger zusammengerückt. Ich würde sagen, das, was sich am meisten verändert hat, ist so der Anspruch auf den Platz, der Anspruch an jeden Einzelnen, absoluter Gewinner zu sein und sich nicht damit zufrieden zu geben, Zweiter zu werden. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was sich verändert hat, was man auf dem Weg zum Double gemerkt hat, was man in der Saison gemerkt hat, aber was man auch jetzt merkt. Vor ein paar Jahren haben wir uns gefreut, wenn wir uns für die Champions League qualifiziert haben. Und jetzt hat es keinen interessiert und wir haben irgendwie geguckt, wie wir noch oben rankommen und Erster werden können. Und das ist auf jeden Fall was sich verändert hat. Das ist auch ein großes Wachstum, dass man dann mit der Mannschaft zusammen mitmacht. Du als Spieler warst ja, ich sag mal, mehr als nur ein Spieler. Für viele warst du eine große Säule, ein sehr fester Standpunkt. Bist zwar in Hamburg aufgewachsen, hast aber jetzt über 10 Jahre im Rheinland gelebt. Ist es für dich vielleicht auch irgendwie ein Stück Heimat jetzt geworden? Absolut, absolut. Es ist Heimat geworden. Nicht nur da, wo ich wohne, sondern ja, die Bayer Arena. Das ist mein Zuhause geworden, die Kabine, alles. Und bin hier die letzten 10 Jahre fast jeden Tag hingefahren. Und deswegen, ja, und auch mein ganzes Erwachsenenleben bis jetzt habe ich ja hier verbracht. Und deswegen ist es auf jeden Fall Heimat geworden. Ich glaube, für die Fans bist du auch ein Stück Heimat für Bayer 04. Wie würdest du denn die Beziehung zu den Fans beschreiben, die sich über die Jahre aufgebaut hat? Ja, extrem eng, extrem positiv. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Fans irgendwie mir gegenüber negativ aufgetreten sind oder mir gegenüber negative Stimmung gebracht haben. Natürlich gibt es Menschen, die zu manchen Phasen unzufrieden waren oder einfach nicht happy waren, genauso wie vielleicht ich auch nicht happy war. Aber es war auch immer so, dass man halt einen guten Austausch zu den Fans haben konnte. Als ich dann älter geworden bin, dann wurde ich öfter mal zu so Sitzungen mitgenommen, wo wir dann auch uns mit den Ultras ausgetauscht haben. Und das war immer ein schöner Austausch und immer ein positiver Austausch, wo man sich ehrlich ins Gesicht sagen konnte, was passt einem nicht. Und die haben uns das gesagt und wir haben denen das gesagt. Und ich glaube, wenn man so kommuniziert, dann rückt man auch enger zusammen, auch wenn es nicht immer schön ist, was man sagt, aber man rückt enger zusammen. Und deswegen nicht nur zu mir, aber zu der gesamten Mannschaft, was sie geleistet haben, die letzten 2, 3 Jahre, da hat man auch nochmal wirklich einen Entwicklungsschritt gesehen, wie die Bayer Arena jetzt bei jedem Heimspiel brennt. Und auch bei Auswärtsspielen übrigens, wie viele Leute mitfahren. Hat sich schon einiges getan. Gab es denn irgendwie so einen besonderen Moment, wo du gemerkt hast, okay, krass, die stehen wirklich hinter mir, egal was passiert? Ja, ich würde sagen, letztes Jahr, als es viel um meinen Wechsel ging, als ich geblieben bin, die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind. Ich habe nicht einmal Pfiffe gehört, ich wurde nicht einmal beschimpft oder irgendwie von irgendwem. Also es hätte ja auch eine einzelne Person kommen können, aber das war zu keinem Zeitpunkt so. Und das fand ich schon krass, weil auch bei der Nationalmannschaft haben Spieler mich gefragt, ey,
wie ist das gerade so, wie ist gerade das Verhältnis? Und ich war so, ey, voll positiv und alles gut. Man schätzt sich gegenseitig und ja, das ist was Besonderes für mich und ich sehe das nicht als selbstverständlich an und weiß das extrem zu schätzen. Ich glaube, das ist auch eine sehr besondere Form der Wertschätzung. Wir wollen jetzt aber trotzdem mal ein bisschen weiter zurückgehen, so die Zeit vor circa 2,5 Jahren. Wie hast du diese ganze Phase um Gerardo Seoane, seine letzte Phase, die Anfangsphase von Xabi, wie hast du das miterlebt? Würdest du sagen, das war vielleicht irgendwie auch so eine Krise, die in gewisser Weise zusammengeschweißt hat? Ja, auf jeden Fall. Es war eine schwierige Phase. Ich glaube, für uns als Mannschaft war es extrem schwierig und tat uns extrem leid Gerardo gegenüber, weil wir es irgendwie nicht geschafft haben zu performen und trotzdem es nie so gewesen ist, dass wir Gerardo gegenüber irgendwie, dass das Verhältnis zu ihm gestört war. Aber wir haben einfach unsere Leistung nicht auf den Platz bringen können und als er dann gegangen ist, so, dann war das schon in der Mannschaft so, boah scheiße, das tut uns echt weh, so, das tut uns echt leid, dass er jetzt quasi wegen uns gehen muss. Ja, und dann weißt du aber, okay, so ist es im Fußballbusiness. Und dann kam Xabi. Es ist immer so, dass ein Trainer andere neue Energien reinbringt. Und das hat er von Anfang an einfach überragend gemacht. Die Art und Weise, wie er gekommen ist, wie er mit der Mannschaft umgegangen ist, wie er mit einzelnen Spielern umgegangen ist. Er kann das einfach. Und wir haben sofort es geschafft, das umzusetzen, was er von uns gefordert hat. Im März 2024 haben wir dich zu deinem 250. Bundesligaspiel gefragt, was denn so für besondere Momente in Erinnerung hier bleiben für dich. Du hast als Antwort gesagt, wir kreieren diese Saison noch einen besonderen Moment, der mir für immer in Erinnerung bleiben wird. Wann habe ich das gesagt? Als wir dich zu deinem 250. Bundesligaspiel befragt haben. Das war im März 2024. Und dann hast du gesagt, einen Moment kreieren wir noch, der besonders in Erinnerung bleiben wird. Und das habt ihr dann auch geschafft. Ja, geil. Geil. Ja? Ach so, das zeigt dir jetzt auch noch. Oh. Ja, Mann! Ja, der Doublesieg mit Bayer 04. Ich glaube, auch wenn Bilder in vielen Situationen mehr als Worte sagen, gibt es Worte für dich, mit denen du diese Zeit zusammenfassen kannst? Schwierig in Worte zu fassen, um ehrlich zu sein. Ja, die Bilder sprechen viel für sich. Es war dann ja nicht nur ein besonderer Moment, sondern viele besondere Momente. Und ja, ich glaube, Rüdiger Vollborn hat es, glaube ich, mal gesagt, wir werden erst in 10, 20 Jahren verstehen, was diese Saison irgendwie bedeutet hat, weil man das vielleicht gerade noch immer noch nicht irgendwie verarbeitet hat. Es ist einfach zu krass, das Gefühl, ich kann das Gefühl auch nicht beschreiben. Ich weiß nur, dass ich das nie vergessen werde und ich weiß nur, dass es eines der positivsten und schönsten Gefühle war, die ich je spüren konnte, das erreicht zu haben. Und egal, wo ich jetzt sein werde, egal, was ich gewinnen werde, das wird nie getoppt werden. Das wird nie getoppt werden, weil es einfach zu besonders ist. Ja. Es war ja auch nicht nur der Moment mit dem Meisterscheinlift und das Meisterwerden an sich, sondern auch das Ganze drumherum, dieser Platzsturm. Wie verrückt war das alles? Wir wollten ja die Fans noch so ein bisschen zurückhalten, aber gleichzeitig wollten wir auch einfach, dass das Spiel vorbei ist, damit die auf den Platz laufen können. Und das war so, ich werde einen Moment nie vergessen, als der Schiri abpfeift und alle laufen auf den Platz. Und es war wie so, ich weiß nicht, wie viele Sekunden das war, ich war wie so in einer Trance. Es gibt so ein Bild, da habe ich so mein Trikot so über meinen Kopf gemacht. Und ich habe kurz irgendwie nichts gehört, was um mich herum passiert ist. Und es war so, ich konnte es nicht realisieren. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Und
das war einer der krassesten Momente irgendwie für mich in dieser gesamten Saison. Es gab ja viele Momente, aber das war so ein spezieller Moment, wie in der Trance einfach. Und dann ging das vorbei und dann habe ich gemerkt, dann habe ich wieder alles gehört, war alles wieder laut und dann habe ich mich gefreut mit allen und bin durchgedreht. Aber dieser Trance-Moment der war heftig. Man verliert einfach irgendwie komplett die Herrschung über seine Sinne und Wahnsinn. Und ich glaube auch diese historische Bedeutung, dass ihr wirklich dann als ungeschlagene Mannschaft, als erste der Bundesliga-Historie in die Geschichtsbücher eingegangen seid. Ich glaube, dieser historische Wert ist da noch gar nicht so bewusst gewesen, oder? Nee, das ist dir in dem Moment gar nicht so bewusst. Deswegen meinte ich, das wirst du wahrscheinlich irgendwann in 10, 20 Jahren merken, wie besonders das war. In dem Moment spürst du einfach Stolz, Freude, Dankbarkeit darauf, dass du es überhaupt geschafft hast, das erste Mal Meister zu werden mit Leverkusen. Ihr seid nicht nur Meister geworden, wir hatten ja ein paar Tage später dann noch das DFB-Pokalfinale. Anderer Druck, anderes Setting, anderer Wettbewerb. Wie war das Pokalfinale in Berlin für dich? Beschreib uns mal den Tag. Also ich würde sagen, schon die Anreise ins Hotel, alles ist schon besonders, eine besondere Atmosphäre. Berlin ist eine riesige Stadt, also für Deutschland riesig. Und trotzdem hast du das Gefühl, so in dieser Stadt dreht sich gerade echt viel um das Spiel. Und dann kommst du dahin, die Atmosphäre in einem anderen Stadion, aber deine eigenen Fans sind ja auch da. Beide Fans bereiten eine Choreo vor. Es ist so eine extrem, es ist besonders, es ist auch anders als in der Liga und es ist auch gar nicht zu vergleichen mit irgendwie dem letzten Ligaspiel hier. Und für uns war natürlich klar, dass wir in das Spiel gehen und das Spiel gewinnen wollen. Das war obviously, auch wenn es nicht so einfach war und uns ein paar Steine so in den Weg gelegt wurden, aber am Ende, das war auch das, was in der Saison uns so stark gemacht hat. Wir wussten, egal was passiert, wir machen das schon irgendwie am Ende und genau so war es. Mit 2 Trophäen seid ihr dann nach Leverkusen ins Coming-Home-Setting zurückgereist. Ein sehr durchtaktisches Wochenende, aber trotzdem viel Platz für viele Emotionen. Wie hat sich das angefühlt, als du mit Lukas zusammen die Schale und den DFB-Pokal wirklich in die gefüllte Bayer-Arena strecken konntest? Das war krass. Das war so ein wholesome Moment. So. Das war, wie wir dann reingelaufen sind, dann sind wir auf diese Bühne, dann du hast immer wieder so kleine Momente, dann fängt es auf einmal so krass an zu regnen und es war so, scheiß drauf, alles egal. Und das hat alles so gepasst. Es war einfach perfekt. Und das sind meine Erinnerungen und meine Emotionen waren natürlich, du realisierst in dem Moment immer noch nicht, was wir geschafft haben. So, wir haben einfach die ganze Zeit nur gefeiert, wir haben uns gefreut. Eigentlich hätten wir auch müde sein können und schlafen, aber da denkst du nicht dran. Du bist so aufgeladen von Emotionen und kannst sie auch nicht in dir halten, sondern lässt sie eigentlich die ganze Zeit raus. Und danach irgendwann kommt dann der Moment, wo du richtig platt bist und da merkst du eigentlich, wie viel dir das bedeutet hat. Dieser Platzregen war irgendwie so ein bisschen so ein Ebenbild von euren Emotionen. Es kommt einfach alles raus und alle, wie du schon sagtest, alles egal. In dem Moment ist man einfach nur aufgeladen. Was hat diese Titelgewinne denn genau mit dieser Mannschaft so besonders gemacht? Ja, natürlich erstmal, dass Leverkusen noch nie die Meisterschaft gewonnen hat. Das war von Anfang an dieses besondere Gefühl, ungeschlagen. Und dann auch vielleicht, es wurde nicht erwartet. Ne? Wir hatten die Phase mit Gerardo vorher, als dann Xabi gekommen ist. Der hatte dann ein paar Monate Zeit, ich weiß nicht mehr genau, im November oder sowas ist er gekommen, aber er hatte nicht so viel Zeit mit uns, wir hatten keine Vorbereitung. Dann hatten wir einmal diese Vorbereitung, sind gut in die Saison reingekommen und trotzdem hat ja nicht jeder von Anfang an gesagt, ja, die werden jetzt auf jeden Fall Meister. So. Und irgendwann, das sind dann immer so Stufen und es entwickelt sich dann immer mehr dieses Gefühl, wow, wir können es wirklich schaffen, du kommst immer näher dran und dann merkst du auf einmal, Bayern wird nervös, die denken sich, scheiße, die ziehen das ja echt durch, so, wie geht das, was machen die? Und das Ganze, du kannst gar nicht eine Sache rausnehmen, die es besonders macht, sondern das Ganze, dieser ganze Weg, den man so
genießen konnte, der macht das besonders. Und am Ende natürlich hältst du das Ding hoch, aber dieser Weg ist eigentlich das Besondere und das, was im Kopf bleibt. Das Schönste ja auch, den Weg mit den Menschen zusammenzugehen, mit denen man dann viel geteilt hat. Und auch da wollen wir einmal in ein paar Abschiedsworte horchen. Ja, lieber Jona, leider ist die traurige Zeit gekommen, dass wir unsere Wege leider trennen. Lieber Jona, ist nicht immer entscheidend, wie man kommt, sondern wie man geht. Und nach 10 Jahren Bayer Leverkusen, dass du als Doublesieger gehst, als ganz wichtige Person in der Mannschaft, als Spieler, aber auch als Persönlichkeit, darauf kannst du riesig stolz sein. Jona, mein Lieber, mein Bruder. Du kannst unheimlich stolz auf die letzten 10 Jahre beim Bayer sein. It's been almost 6 years that we are sharing the same place, the same dressing room and the same pitch together. On a passé vraiment 3 meilleures années ensemble. Et on a eu des hauts et des bas, tu connais. C'était pas facile, mais à la fin, on a surtout victorieux. Für mich war das eine große Ehre, dich hinter mir zu haben, als Leader, als Persönlichkeit. Ich bin natürlich auch sehr dankbar, was du für mich in dieser Zeit getan hast und vor allem auch für den Verein und für unsere Mannschaft. Du hast immer meinen Rücken gehabt, hunderte Schüsse geblockt, hunderte Kopfbälle gewonnen, alles für die Mannschaft immer rein investiert. Wir sind stolz, dass du Teil der Legende von Bayer 04 Leverkusen bist und hoffen natürlich, dich öfters zu sehen. Das ist hier dein Zuhause. Auf ein baldiges Wiedersehen. Wir lieben dich sehr. Das Jahr, wo wir Meister geworden sind, Pokalsieger. Because of you, a lot of things changed my life, inside football and outside football also. Egal wo es hingeht, du hast meine Nummer und mich kannst du immer erreichen. Was auch immer du machst, ich bleibe immer eine treue Jonathan Tah-Fan. Ich wünsche dir alles Gute, mein Chava. Viele Blicke in die Vergangenheit, viele Worte von deinen Weggefährten. Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Zukunft blicken, was wird dir am meisten fehlen? Ich sehe schon, du bist sehr emotional. Da hängen sicherlich auch viele Erinnerungen und viele Gedanken dran, wenn du daran denkst, jetzt bald nicht mehr auf diesem Rasen stehen zu werden. Ja, viel wird mir fehlen. Wie gesagt, nicht nur das, was man auf dem Platz erlebt, sondern auch, was man neben dem Platz erlebt, was man in der Kabine erlebt. Diese Momente, die man miteinander teilt, das wirst du nie vergessen. Und das ist auch das, was mich natürlich jetzt gerade so emotional macht. Ich werde den Jungs auf ewig dankbar sein für die Zeit, die ich mit ihnen haben konnte, auch genauso wie sie mit mir haben konnten. Wir haben jetzt viele Worte für deinen Abschied gehört. Gibt es denn etwas, was du der Mannschaft, den Vereins, den Fans zum Abschied mitgeben möchtest? Also erstmal Danke an alle Menschen, die mich über die Jahre, nicht nur jetzt, sondern über die Jahre begleitet haben, mich unterstützt haben, mich supportet haben in guten wie in schlechten Zeiten. Danke an den Club, der geduldig mit mir gewesen ist, der etwas in mir gesehen hat und mich auch hierher geholt hat und mir die Zeit gegeben hat, um zu dem Spieler auch zu werden, der ich jetzt bin. Danke an die Fans, die mich, wie gesagt, auch supportet haben in jedem Moment, auch wenn es manchmal nicht einfach gewesen ist. Und dann natürlich zuletzt an jeden Trainer, an die Staff-Mitglieder, die uns als Team unterstützt haben, damit wir auf dem Platz unsere Leistung bringen können. Und am Ende zu den Spielern habe ich, glaube ich, schon viel gesagt. Man kann es nicht beschreiben, weil es ist mehr als nur Fußball. Es geht nicht nur um Fußball, es geht um viel mehr und dafür bin ich einfach dankbar. Jona, vielen Dank, dass du mit uns auf diese kleine Zeitreise gekommen bist. Ich glaube, ich kann den Namen von ganz Bayer 04 sagen. Warte. Jona, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns ein bisschen durch deine Zeit hier zurückzublicken und zurückzureisen.
Ich glaube, ich kann im Namen von ganz Bayern 04 sagen, dass wir dir sehr dankbar für die Zeit sind, dass wir mit sehr viel Stolz und sehr viel Dankbarkeit auf das zurückblicken, was du hier geschaffen hast und dass du auf jeden Fall als großer Teil der Bayern 04 Geschichte gehst und damit irgendwie trotzdem immer noch ein großer Teil des Vereins bleiben wirst. Vielen Dank.